Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Mittwoch und das bedeutet, wir reden wieder über unsere zwei Welten. Aber diesmal nicht über Texas und Deutschland, sondern online. Wie wird das gehandhabt in Deutschland und USA? ja, die sozialen Medien sind dann doch anders hier als in Deutschland und insgesamt so. Die digitale Welt in den USA hat schon erhebliche Unterschiede zu Deutschland und darum geht's heute. Genau. Also viel Spaß bei diesem Video. Die 8 am 1 in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ja, wie kommen wir auf das Thema? Wir kommen auf das Thema, weil etwa Einschulung in Deutschland. Und wir haben in unserer Lokalzeitung aus Essen gesehen, dass sie die Erstklässler abgebildet haben, wie immer, wie auch schon unsere Kinder und wir damals wahrscheinlich auch schon immer in die Zeitung gekommen sind. Und dieses Jahr war das online und da ist ein Shitstorm sondergleichen über unsere Zeitung hereingefallen. Die ganzen Eltern immer: Kinder haben im Internet nichts zu suchen. Ja, also wir waren wirklich entsetzt, ne? Weil eigentlich war das ja immer so, man hat sich gefreut. Ne? Also ich habe mich immer gefreut. Ne? Da ist ein Klassenfoto, da war die Tochter drauf. Und dann guck mal hier, du bist in der Zeitung. Ne? Gut, heute ist das digital, das verstehe ich auch, wir sind alle ein bisschen älter. Ne? Aber wir haben uns die Kommentare mal durchgelesen und dachten, ja, gibt's ja gar nicht. Ey, was ist denn mit denen los? Warum regen die sich denn so auf? Weil ihr Kind in der Zeitung ist. Ne? Ja, genau. So, und weißt du, das sind aber dann die dann auch jeden Furz vom Essen online stellen. Aber darum geht es gar nicht. Also uns geht es eigentlich darum zu sagen, dass so eine Diskussion hier zumindest in Texas, in Kalifornien vielleicht, die haben auch andere Bestimmungen. Ne? Aber hier in Texas, so eine Diskussion werdet ihr hier nicht finden. Woran liegt das? Insgesamt glaube ich, dass man sehr viel offener mit den Technologien hier umgeht und weiß, so eine Nachricht von heute ist irgendwie morgen schon wieder vergessen. Ich finde das immer sehr seltsam, wenn irgendjemand sagt, du ja auch, ne, so mit Technologien umgehen oder man muss mal mit den Medien versuchen umzugehen. Ich denke so, Alter, das ist so ein Dinosaurier, ne? Da muss niemand mit lernen umzugehen. Dankeschön. Ja, aber das ist so. Weißt du, wenn ich schon, auch in Deutschland sehe ich mal, ja, ich bin Datenverarbeitungskaufmann. Was bist du? Datenverarbeitungskaufmann? Was ist das denn? Weißt du, das sind so, also von den Begrifflichkeiten ist das sehr oldschool, finde ich. So, aber du hast natürlich völlig recht. Ja, also eigentlich heute, was wollen wir jetzt heute mal machen? Wir wollen Weiß ich nicht, du hast den Plan. Ich habe einen Plan. Und zwar, ich möchte heute mal so Social Media ein bisschen vergleichen, wie Social Media hier genutzt wird. Also eigentlich willst du nur was mit Medien machen. Eigentlich will ich nur was mit Medien machen, genau. Mach was mit Medien. Was willst du denn vom Beruf werden? Jetzt lass mich doch mal ausreden. Entschuldigung. Lass mich mal ausreden. Ja, ich weiß. Kommentiert wieder. Ich bin... So, also ich wollte gerne mal schauen, wie sieht das aus, Social Media, USA und Deutschland. Weil es gibt hier Unterschiede, die echt enorm sind. Also krasser hätte es man nicht, sich vorstellen können. Es fängt nämlich mit WhatsApp an. Bei WhatsApp, ich weiß noch, in Deutschland, alles ging über WhatsApp. Es ging über keinen anderen Kanal als WhatsApp. Und hier spielt WhatsApp gar keine Rolle. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ne? Also klar, ist jetzt nichts Neues hier, ne? Aber es ist tatsächlich so. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Die benutzen halt auch andere Apps, andere Programme. Und wenn du andere Apps und andere Programme benutzt, dann hast du ja auch ein eigenes Universum. Ne? Also dann bist du ja quasi nicht, also darum sind die Welten, die treffen sich nicht. Ne? Richtig. Denn WhatsApp benutzt hier ehrlich gesagt niemand, also zumindest nicht in unserem Umfeld. Ne? Also ja, ich weiß, die Silke die schon seit 20 Jahren hier ist, die benutzt auch WhatsApp, das verstehe ich alles. Ne? Aber ich gucke gerade dahin, weil, guck mal da, das ist ein Gecko. Das ist ein sehr hübscher grüner Gecko, der meinen Eimer befruchtet. Das erspare ich euch jetzt. So, also, wo wollte ich hoffen? Also, WhatsApp ist in unserem Universum spielt WhatsApp keine Rolle. Ne? So, das heißt, irgendwie alle Freunde, die wir haben, ne? Wir haben auch Gruppen mit denen, aber wir haben alle iMessage-Gruppen. Ne? Also genau, alles über Message-Gruppen und auch tatsächlich über die verschiedenen Social-Media-Apps, wie über Facebook Messenger wird immer noch viel geschrieben, als auch bei Instagram. Also auch Instagram, das heißt, hier muss ich auf einmal sehr viel mehr Plattformen checken, um nach Nachrichten zu suchen. Und in Deutschland war es halt nur WhatsApp. Könnte jetzt fies sein, dass man sagt, selbst das wird in Deutschland zentralisiert. Nein, aber das tun wir nicht. Aber das stimmt schon. Ne? Also ich war auch nicht nur überrascht, sondern so, Facebook, ihr benutzt alle Facebook, aber Facebook ist hier riesig. Ist hier immer noch riesig und ist ein zentrales Medium für den Austausch. Ne? Ja. Also ich gehe ja ab und zu mal live auf TikTok und auf Instagram, ne? Und da gibt es halt auch immer so Fragen von Leuten, ja,
ich will Handwerker werden, ne, in den USA und will mich hier selbstständig machen. Wie komme ich denn an Kunden? Ne? Und das ist tatsächlich ein Weg, wie die Handwerker hier ihre Kunden akquirieren. Ne? Absolut. Also Facebook-Gruppen sind riesengroß. Nachbarschaftsgruppen, absolut wichtig hier, um an Informationen dran zu kommen. Ja, da sind auch Informationen wie mein Hund ist weggelaufen. Oh, da möchte ich gleich noch was zu sagen. Oder Achtung, ich hatte eine Schlange im Garten oder keine Ahnung. Aber sehr viel Business. Tatsächlich, es wird empfohlen, hey, ich suche einen Plumber, kennt den jemand? Ja. Hey, ich möchte ganz gerne meine Küche remodeln, wen habt ihr denn genommen? Das wird ganz groß in der Nachbarschaftsgruppe gemacht. Und auch, es gibt hier so eine Buy Nothing Gruppe, die ist auch groß hier, auf jeden Fall in Austin. Da werden Sachen zum Tausch angeboten. Sowas wie, hey, ich habe hier einen Labubu und ich brauche den nicht, ich will den nicht. Habe ich tatsächlich gemacht, reingestellt und dann holt den sich jemand ab, der den brauchen kann. Also so haben wir tatsächlich auch gute Freunde kennengelernt. Ja. Ne? Wir hatten so viel Styropor. Ne? Als wir hier hingezogen sind, bestellst du natürlich wie bescheuert. Ne? Und da haben wir ganz viel Styropor gehabt. Und in Deutschland würde ich das dann einfach klein machen und wegschmeißen. Ne? Das ist hier... darfst du nicht. Du darfst doch kein Styropor in Deutschland wegschmeißen. Ist mir doch egal. Verklag mich doch. So, aber dann, weißt du, so irgendwie, und dann steckst du halt in die Gruppe, sagst, hey, guck mal hier, wir haben ganz viel Styropor. Und da hat sich tatsächlich jemand gemeldet und sagt, boah, super, das brauche ich zum Basteln. War das, ne? Ja, genau, für mein Weihnachtsdörfchen. Und, Weihnachtsdörfchen. Mit denen sind war wir das dann... New York City oder was hat die gebaut damit? Auf jeden Fall haben wir gequatscht lange, während sie das ganze Styropor eingepackt hatte. Und dann haben wir festgestellt, dass wir uns mögen und seitdem sind wir befreundet. Genau, also Facebook ist nicht nur für Business, auch so für den Austausch. Ne? Und zwar, also die Facebook-Gruppen sind hier ganz anders belebt als in Deutschland. Denn wir haben hier zum Beispiel für unser Viertel, wo wir hier leben, ne, gibt es eine eigene Gruppe. Und so hat jedes Viertel eigene Gruppe. Die haben auch meist einen Admin, also du musst meist nachweisen, dass du auch wirklich da wohnst, ne? Damit die keinen so Werbetypen da reinbekommen, die werden sofort die Dienstleistung da verkaufen. Ne? Aber wir tauschen uns wirklich regelmäßig hier aus und da sind auch so stumpfe Sachen bei. Ne? Also wie zum Beispiel, oh, ich habe meinen Hund verloren. Wieso hast du deinen Hund verloren? Ja, der läuft immer mal wieder weg, weißt du, und dann gibt es hier Fotos mit, irgendwie, ich habe hier einen Hund ohne Leine und ohne oder mit Leine, schleppt hinterher. Das ist also das kommt wirklich häufig vor. Das kommt wirklich oft vor. Ihr müsst nicht glauben, dass das irgendwie nur so einmal im Monat ist. Das kommt täglich, laufen hier Hunde weg und täglich kriege ich hier irgendwelche Mist-Hundebilder auf mein Handy gespült, die sagen, kennt ihn jemand? Ich traue mich nicht, den anzufassen. Das stimmt, das stimmt. Ich habe letztens sogar noch einen süßen kleinen Kavalierchen auf der Straße gefunden. Gefunden? Huch! Ja, der war da. Dann nehme ich den halt mit. Hätte ich mal. Nein. Also das Universum ist tatsächlich anders als in Deutschland. Ne? Also in Deutschland haben mir meine Kinder gesagt, boah Vater, also Facebook ist für alte Menschen. Ne? Da war so Snapchat ganz groß, ne? Oder der TikTok-Vorgänger. Ne? Das hier ist anders. Ne? Also Facebook habe ich tatsächlich wiederbelebt hier. Ich hatte Facebook sogar komplett abgeschaltet in Deutschland, weil das interessierte einfach keinen mehr in Deutschland. Und das habe ich hier wieder reaktiviert, weil du musst hier halt Teil der Gruppe sein. Ne? Ja, absolut richtig. Was auch noch ein Riesenunterschied ist, jetzt, wir hatten gerade gesagt, Business in... Dankeschön. Business in den USA wird viel über Social Media weiterempfohlen. Und wir haben hier ein komplett anderes Netzwerk. Was heißt nicht komplett anderes Netzwerk? Das ist total Bullshit. Das wird halt anders genutzt hier. Ja, und zwar ist hier sehr stark LinkedIn, während in Deutschland immer noch sehr stark Xing ist. Gibt es Xing noch? Ich weiß es nicht. Also ich bin da ja kein Mitglied mehr, schon Ich schon. 10 Jahre nicht mehr oder was? So, du immer noch? Ja, ich kriege auch immer noch Nachrichten. Also für mich war das letzte Mal, das war nur so eine Plattform, wo irgendwelche Recruiter sind oder eine Jobbörse. Ne? Also da war kein Austausch mehr mit Mehrwert. Also das ist auch eine grundsätzliche Empfehlung von uns. Ne? Also wenn ihr hier in die USA wollt und ihr wollt schon mal ein Netzwerk aufbauen, dann geht ihr wohin? Zu Xing. Nein. What the heck? Ist übrigens keine Werbung, wer nicht bezahlt dafür. Ne? Das ist kostenlose Information hier. Ja, genau. Also ich würde immer LinkedIn aufbauen hier und schon mal Kontakte in die USA machen. Und ja. Brauchst du das echt noch? Das gibt's doch gar nicht. Da sind 6 Punkte drauf. Warte, jetzt musst du kurz Pause machen, sonst krieg ich das nicht geschnitten. Okay, Datenschutz. Shoppen machen wir zum Schluss.
So, also unsere Eingangssituation waren ja die Kinder in der WAZ der Westen.de. Könnt ihr mal drauf gucken, geht auf die Facebook-Seite und guckt euch mal die Fotos an, lacht euch schlapp über die Kommentare. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass die Menschen das so ernst nehmen. Ich weiß, jetzt gibt es wieder böse Kommentare mit, ja, Datenschutz ist also böse. Oder ja, das ist, habe ich auch schon einen gehabt, der geschrieben hat, wie, ja, weil ich habe mich aufgeregt darüber, dass man in Deutschland ja immer dieses, du machst irgendeine Webseite auf, und irgendein Cookie poppt ab, wo man dann akzeptieren muss oder rejecten muss oder die Datenschutzeinstellungen ändern muss. Das gibt es hier nicht. Ne? Also das ist also selten hier. Bei großen Konzernen vielleicht, die international sind, ne? Aber hier nicht so. Und da gab es einen Kommentar so, es ist also zu aufwendig, sich um seine eigenen Daten zu kümmern. Ja, weißt du, das ist einfach Quatsch. Ne? Das ist einfach, mittlerweile interessiert das keinen mehr. Du drückst automatisch immer auf Accept, ne? Und keiner kümmert sich mehr darum, weil das einfach so stupide ist. Ne? Ja. Das Ding ist, ich glaube, es hat da auch wieder was mit Eigenverantwortung zu tun, beziehungsweise die Einstellung, die in den USA ist, ich bin für mich selber verantwortlich und ich kann für mich selber entscheiden, welche Daten ich preisgebe und welche ich nicht preisgeben möchte. Und ich bin halt wirklich dafür verantwortlich, während ich in Deutschland, was den Datenschutz angeht, extrem geparent werde. Und, das ist ja Europa, ne? Also das ist ja europäisches Recht. Ne? Die Deutschen setzen das halt nur extrem penibel um. Ne? Aber ich glaube, das ist auch im Mindset drin. Es ist super im Mindset drin. Dieses, ja, ich meine, ich war genauso. Ne? Kein Quatsch. Also ich habe auch meine Kinder komplett aus dem Internet rausgehalten damals. Das war mir super, super wichtig, dass meine Kinder damals nicht im Internet sind. Heute sehe ich das ein bisschen anders, weil heute... Ich sehe das heute ein bisschen anders, weil im Grunde genommen, wir können unsere Kinder fragen, ob sie dabei sein wollen oder nicht. Eine will, die andere nicht. Heute sind sie 18 und 20. Ne? Das ist jetzt, aber damals, finde ich, ist das so, weißt du, so ein Baby in die Kamera halten oder was viele so Influencer ja machen, ist, die vermarkten ja die Familie richtig. Ne? So, das finde ich nach wie vor nicht gut. Ne? Aber das muss halt jeder für sich wissen. Ne? So, und das nicht gesetzlich vorgeben. Ne? Also, das ist ja das, was du meinst mit Parents Style und Eigenverantwortung. Ne? Ja, und mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn du einfach nur Spaß dran hast und deine Familie und gemeinsam dein Glück teilen möchtest, ja bitte, mein Gott, ich glaube nicht, dass Social Media, was das angeht, so böse ist, wie man ursprünglich dachte. Es ist anders böse, keine Frage, aber nicht so böse, was das angeht. Also ich glaube, der Grundgedanke war ja damals, ja, die können ja gar nicht selber bestimmen, ob sie das Bild im Internet haben wollen, darum blurren wir das alles weg, damit die später nicht sagen können, ja, ihr wollt das. Aber jetzt mal ehrlich, das macht kein Kind. Also erstens das und zweitens ist es sowieso später irgendwann mal total irrelevant. Ja, wer weiß denn überhaupt, ob es in 10 Jahren überhaupt noch Social Media gibt? Oder Internet. In Deutschland wird sich das nicht durchsetzen. Ja? Nein, aber absolut, ich denke, Datenschutz wird hier komplett anders gehandhabt. Und die Leute sind auch eher stolz darauf, ihr Leben zu teilen. Die wollen also eher ein Miteinander. Dieses Social ist hier sehr viel größer, auch bei Social Media. Ja, zumindest wird hier auch viel mehr Blödsinn gepostet. Ne? Also das muss man ein bisschen für sich selber wegfiltern. Ne? Das ist einfach so. Ich glaube aber, dass Datenschutz an sich, also auch mal jenseits der Social Medias, ne? Also auch wenn es so Richtung Business geht, ne? Ist das natürlich viel laxer hier. Ne? Du darfst hier nicht alles. Also das ist ein Trugschluss, ne? Dass es hier gar keinen Datenschutz gibt. Ne? Also so kalt SMS versenden, ne? Das ist hier nicht so gut. Ne? Und Massen-E-Mails raushauen ohne Unsubscribe oder sowas, ne? Das kommt auch nicht so gut an hier. Ne? Du hast hier viel schneller eine Klage. Auf jeden Fall. Ne? Gibt's ein neues Gesetz, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Ne? Weiß ich gar nicht. Dieses SB 114, 140, die Bill, genau, die einfach besagt, pass auf, wenn du im Nachrichten schicken möchtest, dann musst du $10.000 als Pfand hinterlegen. Das ist aber ein Gesetz jetzt neu in Texas. Macht dem einen oder anderen das Leben hier schwerer. Ja, keine Ahnung. Also Texas macht immer auch so ein bisschen so Augenwischerei-Gesetze. Ne? Das muss man auch so sagen. Ne? Also das hier ist ja Politikum. Ne? Also Texas ist ein roter Staat, ne? Und der Abbott ist ja der Gouverneur von Texas, ne? Ein großer Trump-Supporter. Ne? Also, und der macht ganz viel so Propagandagesetze. Denn dieses Gesetz, was der jetzt beschlossen hat, diese Bill zum Thema Datenschutz und Textnachrichten, das existierte vorher in den USA, also das galt schon für komplett USA, galt das schon. Ne? Was er jetzt gemacht hat, ist, er hat einen Prozess draufgesetzt, wie das in Texas zu handeln ist. Nämlich eine Registrierung von $250 und $10.000 Deposit, sonst darfst du hier in Texas keine Cold-Textes machen. Ne? Das gab es vorher nicht, ne? Aber das grundsätzliche Verbot, dass du Leuten nicht einfach kalt Textnachrichten schicken darfst, das gab es durchaus schon in den USA. Ja, aber du kennst ja die Texaner.
Also Gesetze sind hier ja eher Empfehlungen. Ja, aber wenn du gegen ein Gesetz verstößt hier, sind die Texaner auch, das kann richtig empfindlich sein. Ne? Ja. So, und das ist einfach ein bisschen anders hier. Ne? Also auch was so der Umgang mit Daten angeht. Also wenn du mal, jeder versucht das ja bestimmt mal, ne? Wir versuchen mal hier einen Kredit zu bekommen. Ne? Das heißt, du gibst mal so ein paar Daten an, ne? Auf irgendeiner Vermittlerseite oder was auch immer. Ne? Ich garantiere dir, ab dem Zeitpunkt wirst du hier zu bombardiert mit Sprachnachrichten, mit E-Mails, und zwar im 5-Minuten-Takt. Ne? So, die sagen zwar, ja, ich passe schon auf deine Daten auf, die sagen aber nicht, ja, ist mir eigentlich scheißegal. Aber ist das nicht weniger geworden, jetzt seit das neue Gesetz durch ist? Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist das für uns, nee, weil wir auch nicht mehr so einfach unsere Daten überall eingeben. Ne? Aber am Anfang denkst du so, ja gut, da hast du noch dieses deutsche Mindset, ne? Und denkst du, ja, wenn ich da meine Daten eingebe, dann sind die sicher gespeichert. Das kannst du vergessen hier. Ne? Hier sind deine Daten überhaupt nicht sicher gespeichert. Deine Daten sind hier Ware und die werden verkauft. Ne? So. Ja, aber lass uns immer zurückgehen zu Social Media, bevor wir uns da jetzt Warum ist das Thema Social Media? Ja, weil nämlich, was für ein Unterschied... Ihr merkt, sie will was mit Medien machen. Genau. Den größten Unterschied, den ich sehe, neben der ganzen Technologie, ja, neben den ganzen Apps, die anders genutzt werden, ist der Zeitaufwand. Der Zeitaufwand in Deutschland und in den USA ist komplett unterschiedlich. Ich habe mir den Digitalreport 2025 angeschaut und habe das Schlackern bekommen. Und zwar Deutschland tatsächlich nur knapp 1,5 Stunden pro Tag, oder? Pro Tag. 1,5 Stunden. Ja. Für unsere Kinder traf das nicht so. Nein, aber du musst ja den kompletten Schnitt von Deutschland sehen. Da ist ja auch Oma Erna dabei. Oma Erna? Und Opa Karl sind auch tot. dabei. I know. Ne? Also auch die sind ja mit dabei. Deswegen so 1,3 Stunden und in den USA ist es fast 2,2 Stunden, die man täglich online oder nicht online, sondern in Social Media ist. Und das finde ich natürlich extrem und das macht sich auch in der mentalen Gesundheit hier komplett sichtbar. Hier sind mehr Freaks. Hier sind viel mehr Freaks. Also die Leute haben schon ganz derbe einen an der Klatsche hier teilweise. Ne? Also ich sag mal, die Extreme, die sind einfach anders hier. Ne? Wenn man in Deutschland so, der spinnt, sagt man, ne? Wenn du sagst, der spinnt hier, der rastet völlig aus. Ne? Also das ist ein ganz anderes Niveau an Freakismus. Ja, genau. Gibt's Freakismus? Ja, das stimmt. Also ich halte nicht viel von Statistiken, ne? Weil man das natürlich nicht so 1:1 sieht. Aber das ist schon sehr auffallend. Ne? Auch wenn du hier durch die Straße fährst, wie viel Menschen denn trotz Verbot, also das ist ja nicht erlaubt, ne, trotz Verbot vor ihrem Handy sitzen. Oh, ja. Oder ich hub ungern, ne, weil immer, wenn man hier hupt, gilt man als Kalifornier ohne Benehmen. Darum hupt man hier eigentlich nicht. Ne? Aber manchmal muss ich sagen, ey, Alter, tu mal eben Facebook zur Seite bitte, weil ist grün, ist jetzt schon die 3. Grünphase. Vielleicht könnten wir jetzt weitergehen. Ja, dein Hund kommt schon wieder. Ja, das auch so, also gestern Abend auch. Ne? Also wir haben ja Ringkameras. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch verbreitet ist. Ne? Das spielt aber in das gleiche Thema rein. Denn diese Ringkameras, ich weiß, in Deutschland durfte man die nicht aufstellen oder du musstest vorher ein Schild hinhängen mit Achtung, du wirst gefilmt hier. Ne? Und du durftest auch wirklich nur dein Grundstück filmen. Also hier, Gott sei Dank, darfst du auch die Straße mitfilmen. Du kannst filmen, was du willst hier, ist völlig egal. Ja. Also ist wirklich völlig egal. Da sagt keiner was, ne? Irgendwie, interessiert auch keinen. Denn die Ringkameras hängen alle draußen hier und das hat aber gute Vorteile. Ja. Denn wenn hier was passiert, dann geht die Polizei her und sammelt die Daten der Ringkameras ein und kann dann nachverfolgen, was da passiert ist und wo der hin ist. Ne? Und das ist in Deutschland quasi unmöglich. Gut, jetzt hast du auch nicht so eine Situation wie hier. Ne? Aber diese Ringkamera, du hast ja einen Account dann bei Ring, ne? Und da gibt es dann teilweise auch so Neighborhood Alerts. Ne? Oh ja. So, und das sind eigentlich, Neighborhood Alerts machen ja total Sinn, dass man sagt immer, ich habe hier in meiner Ringkamera, ne, guck mal, kennst du den, der hat hier versucht, mein Auto einzubrechen, das kommt durchaus vor, das macht Sinn. Ne? Aber was keinen Sinn macht, ist, heute Mittag um 10 Uhr, heute Morgen um 10 Uhr, wenn ich da sitze, kriege ich einen Neighborhood-Alarm, der fragt, weiß jemand zufällig, warum da ein Hubschrauber über der und der Straße ist? Und ich denke so, Alter, das ist doch kein Alarm wert, oder? Du könntest doch keinen Alarm auslösen in dem ganzen Netzwerk hier, um zu fragen, ob das ein Hubschrauber ist. Oder hier, als wir Feuerwerk hatten. Ah ja. Oh mein Gott, hat jemand die Schüsse gehört? Da waren Schüsse. Ich meine, das war ein angekündigtes Feuerwerk. Das war ein verschobenes Feuerwerk vom 4. Juli, weil wir da leider Regen hatten. Und dann haben sie es nachgeholt, weil wir die Tickets verkauft hatten. Und dann, es war ja nicht nur einer, es waren 2, 3, die gesagt haben, wir hören Schüsse, wir hören Schüsse. So. Ja, und ich denke so, immer vom Intellekt her bist du gerade Wackelpudding, oder? Ja. Ich meine, ein Schuss und ein Feuerwerk, das hört man sehr deutlich, finde ich. Ne? Und wenn man das auch noch sieht, hier irgendwie, da lösen die Alarm für aus. Ne? So, und da kriegst du aufs Handy, ob du willst oder nicht. Ne? Das ist abgedreht. Ja.
Und noch das Letzte ist jetzt kein Social Media, aber es ist die Nachrichten, die wir aufs Handy bekommen, sind die ganzen staatlichen Alerts, die wir auch nicht wegkriegen. Ne? Wir kriegen die auf Silent. Ja, du kannst die aber wegmachen, aber die ganz wichtigen Dinger, da gibt es dann so eine Funktion, die trotzdem hochpoppen. Ne? Ja, und dann, also das ist so krass, wenn du in einem Restaurant sitzt und auf einmal merkst du, wie so rundum überall so brrr, brrr, dann gehen die ganzen Alerts hoch, dann ist wieder irgendwas passiert hier. Irgendeine ältere Person, ein Kind oder ein Polizist. Das sind die 3 Alerts, die losgehen. Genau, ne? Gold, Silver, Blue, ne, schimpfen sich die Alerts. Also wenn ihr mal durch Texas fahrt, dann gibt es da oben auch immer die elektronischen, mit Datenverarbeitungstechnologie ausgestatteten Schilder. Und die zeigen dann immer an Gold Alert, Silver Alert. Und dann gibt es in der Regel ein Nummernschild. Und Gold, Silber und Blau haben halt verschiedene also Silver ist, glaube ich, wenn ein Rentner weg ist. Genau. Ne? Also wenn irgendwie, das ist dann in Deutschland sagt man eine, weiß ich auch nicht, so eine hilflose Person. Genau, in Deutschland ist halt eine hilflose Person, der Rentner, der dann umherirrt. Ne? Dann ist der Silver Alert, der blaue ist immer ein Kopf immer involviert. Polizei, und Amber Alert ist das letzte, nicht Gold, Amber Alert. Amber Alert, genau, richtig, nicht Amber, Gold. genau, Amber Alert sind Kinder. Kinder, genau. Da ist irgendwie ist ein Kind entführt worden oder ein Kind ist verschwunden, ne? Oder man sucht den, der bezichtigt wird, ein Kind abgegriffen zu haben. Ne? Das kommt durchaus häufiger vor. Also dann könnt ihr das mal einordnen. Ne? Amber, Silver, Blue Alerts. Richtig. Und die gibt es halt immer aufs Handy. Und wenn es ganz, ganz krass ist, dann wird sogar das Radio unterbrochen. Das haben wir erst einmal bei der Flut entdeckt. Ne? Ja, bei der Flut war das echt. Sonst kommt das, also da muss schon wirklich die Hölle brennen, ne, damit sowas passiert. Ne? Aber das ist halt, das geht halt auch nur, leider muss ich das sagen, das geht auch nur, wenn man nicht so viel Datenschutz hat. Ne? Ja, richtig. Also nicht, wenn ich von allen extra eine Zustimmung brauche mit 3-mal Schriftsatz, ne, und die dann jährlich holen muss. Das geht hier einfach nicht. Ne? Und das wird auch, glaube ich, keiner mitmachen. Ne? Deswegen zumindest in Texas nicht. Ne? Einfach mal machen. Einfach mal machen, ja. Soll jetzt kein Appell sein mit, hört mit dem Datenschutz auf, das ist schon ganz gut in Deutschland, ne, dass die Daten geschützt werden. Ich finde halt die Umsetzung sehr schwerfällig, ne, und manchmal auch absurd. Ja, im Grunde genommen, was wir eigentlich sagen wollen, habt einfach auch mal ein bisschen Spaß bei Social Media und nimmt nicht immer alles so ernst. Und ja, das Leben ist ernst genug. Ja. Also wirklich. Das stimmt schon. Aber das sind schon eklatante Unterschiede. Ne? Also ihr merkt, so die Universen hier, was so die Social-Media-Welt angeht, sind schon anders als in Deutschland. TikTok spielt hier eine Riesennummer. Ne? Ja. Also obwohl das ja anscheinend irgendwie verkauft werden sollte oder verboten werden sollte. Man hört momentan nichts davon. Vielleicht, wenn dieses Video draußen ist, gibt es schon Neueres. Ich habe eine neue Information, warum ich jetzt... Du hast ein neues Gerücht, aber du hast keine Information. Doch, ich habe eine Information. Und meine neue Information ist, ich glaube nicht, dass TikTok in den Staaten verboten wird. Niemals, nie. Weil, und da habe ich selber ein Video drüber gesehen bei einem anderen Creator, die einen eigenen Account haben. Und zwar, das Weiße Haus hat einen TikTok-Account. Und wenn das Weiße Haus einen offiziellen TikTok-Account hat, glaube ich nicht, dass TikTok irgendwann gesperrt wird. Also bei dem Weißen Haus muss man viel hinterfragen. Ja, genau, aber trotzdem, im Grunde genommen ist das für mich ein Indikator dafür, dass TikTok bleibt. Ja, also dass halt verboten wird, das halte ich auch für ein Gerücht. Ne? Das ist halt auch eine riesen Einnahmequelle hier mit TikTok-Shop und sowas. Ne? Ja. Es gibt viele Leute, die mit TikTok Geld verdienen. Ne? Selbst dein Kunde ist auf TikTok und verkauft darüber. Ne? Also TikTok ist tatsächlich nicht nur irgendwie 5 Sekunden hochswipen hier und Kurzfrist-Entertainment, ne? Sondern auch tatsächlich eine Business-Plattform hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ne? Also benutzt ihr TikTok? Und wenn ja, wie? Benutzt ihr Facebook noch? Und wenn ja, wie? Benutzt ihr Instagram? Und wenn ja, wie? Schreibt das mal bitte in die Kommentare, das interessiert mich wirklich. Ne? Ja. Wo du gerade sagst, TikTok-Shop. Und ja, TikTok-Shop ist ein riesen Business. Und selbst ich kaufe ständig auf TikTok-Shop. Ständig. Du kaufst bei Temu, Shein und... Nein, ich kaufe nicht bei Temu und Shein. Ja, aber das ist doch der gleiche Rotz. Nein, ist es nicht. Nee, das ist Hochqualität. Das ist Hochqualität. Ja, das muss ja Nein, aber sein. Das ist halt einfach so, ach nice, ja, hör mal, wenn du 15 Mal siehst, dass du dieses Putztuch da brauchst, dann bestellst du das. Und das ist halt so einfach gemacht, ne? Ob das gut ist, nein. Aber also, das ist tatsächlich so, ne? Auch mit Kreditkarte einfach irgendwo speichern, ne? Irgendwie, das ist einfach auch, das ist viel laxer hier der Umgang, ne? Ist es gefährlicher? Ja, es ist gefährlicher. Also die Betrugsfälle hier sind mit Sicherheit exorbitant höher als in Deutschland, mit Sicherheit. Trotzdem glaube ich, dass wenn man hier seinen gesunden Menschenverstand einschaltet und sorgsam mit seinen eigenen Daten umgeht, dann brauche ich keinen Staat, der mir sagt, wie das geht. Ne?
Also wenn das natürlich shady Business sind, ne, wo du das eingibst und denkst, ja, der hat aber gesagt, dann ist das so. Ne? Dann kann ich da auch nichts für. Aber im Grunde genommen, das war das Wort quasi zum Sonntag. Mittwoch. Zum Mittwoch, genau, das Wort zum Mittwoch ist. Einfach ein bisschen Spaß haben und gesunden Menschenverstand einstellen. Genau, also lasst uns diskutieren hier, wie immer, am Mittwoch in der Quasselrunde. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Bald. Bye, bye.